Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über 20 Sätze, die helfen, besser mit Freunden zu reden. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Freunde sind ein großer Teil unseres Lebens, oder? Manchmal frage ich mich, wie sich Freundschaften mit der Zeit verändern. Was denkst du darüber? Ja, das stimmt. Mit einigen Freunden bleibt man eng verbunden, während andere Bekanntschaften eher oberflächlich bleiben. Es hängt oft davon ab, wie viel Zeit man miteinander verbringt und wie gut man sich versteht. Absolut. Ich finde es auch wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wenn ein Freund ein Problem hat, sollte man für ihn da sein. Das stärkt die Freundschaft. Genau. Und auch das gemeinsame Lachen ist wichtig. Humor kann eine Freundschaft wirklich beleben. Wenn man zusammen lachen kann, fühlt man sich gleich näher. Stimmt. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die zählen, wie ein spontanes Treffen oder eine nette Nachricht. Das zeigt, dass man aneinander denkt. Ja, und manchmal muss man auch einfach mal Danke sagen. Eine Freundschaft lebt von gemeinsamer Wertschätzung und Respekt. Das darf man nicht vergessen. Das ist wahr. Manchmal frage ich mich, wie man neue Freunde findet. Als Kind war das irgendwie einfacher, oder? Auf jeden Fall. Als Erwachsener ist es oft schwieriger, weil man weniger Gelegenheiten hat, neue Leute kennenzulernen. Aber gemeinsame Interessen können helfen, neue Bekanntschaften zu schließen. Ja, zum Beispiel in einem Verein oder bei einem Kurs. Da trifft man oft Menschen, die ähnliche Hobbys haben. Das schafft schnell eine Verbindung. Und wenn man offen und neugierig ist, ergeben sich oft von selbst Gespräche. Ein einfaches „Wie geht's?" kann der Beginn einer neuen Freundschaft sein. Genau. Und man sollte sich die Zeit nehmen, jemandem zuzuhören. Das zeigt Interesse und schafft Vertrauen, was sehr wichtig ist. Vertrauen ist wirklich das A und O in einer Freundschaft. Ohne Vertrauen kann man sich nicht wirklich öffnen. Das stimmt. Und manchmal muss man auch ehrlich sein und schwierige Themen ansprechen. Das kann eine Freundschaft sogar stärken. Ehrlichkeit ist wichtig. Es ist besser, ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal unangenehm ist. So kann man Missverständnisse vermeiden. Ja, und manchmal ist es auch notwendig, Kompromisse zu schließen. Nicht immer läuft alles nach Plan und man muss flexibel sein. Flexibilität ist wichtig, denn jeder hat mal andere Prioritäten. Da muss man manchmal nachsichtig sein. Und man sollte sich auch über die Erfolge der Freunde freuen. Das zeigt, dass man wirklich an ihrem Leben teilnimmt. Ja, und manchmal reicht es einfach zu wissen, dass jemand für einen da ist, wenn man ihn braucht. Diese Gewissheit ist unbezahlbar. Ich denke, Freundschaften sind eine der wertvollsten Beziehungen, die wir haben. Sie geben uns Kraft und Freude im Alltag. Das sehe ich genauso. Und sie erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind, egal was passiert. Letztes Mal haben wir über die Bedeutung von Freundschaften gesprochen. Heute möchte ich gerne darüber reden, wie wichtig es ist, sich regelmäßig mit seinen Freunden zu treffen. Was denkst du? Ich finde, Treffen sind wirklich wichtig. Sie geben uns die Möglichkeit, persönliche Gespräche zu führen und die Verbindung zu stärken. Ein Treffen im Café oder ein gemeinsamer Spaziergang können Wunder wirken. Absolut, und es muss nicht immer etwas Großes sein. Auch kleine Treffen sind wertvoll.
Ein kurzer Besuch oder ein spontaner Abend zusammen kann viel bedeuten und zeigt, dass man sich Zeit füreinander nimmt. Genau. Manchmal reicht schon ein kurzes Telefonat, um den Kontakt zu halten. Es zeigt, dass man aneinander denkt, auch wenn man sich nicht so oft sehen kann. Das ist besonders wichtig in einer Freundschaft. Und beim Treffen geht es nicht nur ums Reden, sondern auch ums Zuhören. Jemandem wirklich zuzuhören kann sehr viel bedeuten. Es zeigt Interesse und Respekt und das stärkt das Band zwischen Freunden. Ja, und wenn man zuhört, lernt man oft neue Seiten an der anderen Person kennen. Das kann die Freundschaft vertiefen und neue Gesprächsthemen eröffnen. Manchmal entdeckt man sogar gemeinsame Interessen, die man vorher nicht kannte. Das ist wahr. Ich finde es auch schön, gemeinsam neue Aktivitäten auszuprobieren. Das bringt nicht nur Abwechslung, sondern schafft auch neue Erinnerungen, über die man später lachen und reden kann. Stimmt. Und manchmal sind es auch die Gespräche über alltägliche Dinge, die besonders wichtig sind. Sie zeigen, dass man den Alltag des anderen teilt und sich für sein Leben interessiert. Genau. Und wenn man sich mal nicht treffen kann, kann eine kurze Nachricht oder ein Anruf den Kontakt aufrechterhalten. Das zeigt, dass man füreinander da ist, auch auf Distanz. Eine Nachricht kann manchmal sogar den Tag erhellen. Einfach mal „Ich denke an dich“ oder „Wie läuft dein Tag?“ schreiben. Und schon fühlt man sich verbunden. Das ist heutzutage einfacher denn je. Ja, und es ist schön zu wissen, dass man jederzeit jemanden erreichen kann. Diese Gewissheit gibt einem ein gutes Gefühl und stärkt das Vertrauen in die Freundschaft. Das Gefühl, dass jemand für einen da ist wirklich unbezahlbar. Es zeigt, dass man nicht allein ist und sich auf jemanden verlassen kann, wenn man Unterstützung braucht. Und durch regelmäßigen Kontakt kann man auch Missverständnisse vermeiden. Wenn man offen miteinander spricht, klären sich viele Dinge von selbst und es bleibt kein Raum für Unsicherheiten. Richtig. Und auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt, können sie in einem offenen Gespräch oft schnell geklärt werden. Das ist ein wichtiger Teil einer stabilen Freundschaft. Es ist auch wichtig, ehrlich zu sein und seine Gedanken zu teilen. So fühlt sich der andere ernst genommen und die Freundschaft bleibt authentisch und lebendig. Und manchmal ist es schön, einfach zusammen zu schweigen. Das zeigt, dass man sich auch ohne Worte versteht und sich in der Gegenwart des anderen wohlfühlt. Das stimmt. Manchmal sagt ein stiller Moment mehr als 1000 Worte. Es zeigt, dass man sich vertraut und es keine Erwartungen gibt, immer reden zu müssen. Letztendlich geht es darum, sich aufeinander einzulassen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Freundschaften sind ein Geschenk, das man pflegen sollte, egal wie oft man sich sieht. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Sympathie und Vertrauen auszudrücken. Was denkst du, wie kann man das am besten in einer Freundschaft zeigen? Ich glaube, ein guter Anfang ist, sich wirklich für den anderen zu interessieren. Fragen wie „Wie geht es dir wirklich?“ oder „Was beschäftigt dich gerade?“ zeigen, dass man zuhört und sich kümmert. Ja, echtes Interesse ist wichtig und manchmal kann auch eine kleine Geste viel bewirken, wie ein unerwartetes Kompliment oder das Angebot zuzuhören, wenn der andere reden möchte. Genau. Und Verlässlichkeit spielt auch eine große Rolle. Wenn man zeigt, dass man sein Wort hält und für den anderen da ist,
wächst das Vertrauen automatisch. Das stimmt. Auch Ehrlichkeit ist wichtig. Wenn man offen über seine Gedanken und Gefühle spricht, fühlt sich der andere nicht nur ernst genommen, sondern auch näher. Und manchmal hilft es auch, einfach mal zuzuhören, ohne sofort Ratschläge zu geben. Das zeigt, dass man wirklich versteht und nicht nur schnell eine Lösung parat haben will. Ja, manchmal ist es genug, einfach da zu sein und zuzuhören. Das schafft eine Verbindung und zeigt, dass man den anderen in seiner Situation akzeptiert. Ein weiterer Punkt ist, den anderen zu unterstützen, wenn er es braucht. Ob es ein praktischer Rat oder einfach nur eine Schulter zum Anlehnen ist, das stärkt das Vertrauen. Und auch wenn es mal nicht so läuft wie geplant, sollte man Geduld zeigen und Verständnis haben. Das zeigt, dass man trotz Schwierigkeiten zueinander steht. Genau, und auch das Teilen von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen kann Sympathie und Vertrauen fördern. Man zeigt, dass man verletzlich sein kann und das verbindet. Richtig. Und manchmal einfach zusammen lachen, das ist so wichtig. Gemeinsames Lachen schafft eine besondere Nähe und zeigt, dass man die gleiche Wellenlänge hat. Absolut. Humor verbindet. Und es ist schön, wenn man sich gemeinsam über kleine Dinge freuen kann. Das zeigt, dass man das Leben auch leicht nehmen kann. Und wenn man mal nicht einer Meinung ist, ist es wichtig, respektvoll zu bleiben und die Sicht des anderen zu verstehen. Das zeigt, dass man den anderen respektiert und schätzt. Ja, ein respektvoller Umgang ist das A und O. Er zeigt, dass man den anderen so annimmt, wie er ist, mit all seinen Meinungen und Ansichten. Und manchmal sollte man einfach kleine Überraschungen machen, um zu zeigen, dass man an den anderen denkt. Das kann ein kleiner Gruß oder eine liebe Nachricht sein. Genau. Solche kleinen Gesten zeigen, dass man sich Mühe gibt und an den anderen denkt. Das schafft ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Und letztlich ist es wichtig, gemeinsam Zeit zu verbringen, die man genießt. Denn durch gemeinsame Erlebnisse wächst das Vertrauen und die Sympathie auf natürliche Weise. Ja, gemeinsame Erinnerungen sind das, was eine Freundschaft stark macht. Sie zeigen, dass man zusammen durch dick und dünn gegangen ist und das Vertrauen gewachsen ist. Und selbst wenn man sich mal nicht so oft sieht, ist der Gedanke, dass man sich aufeinander verlassen kann, das, was zählt. Das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen bleibt. Nachdem wir über Vertrauen und Sympathie gesprochen haben, ist es auch wichtig, wie man im Alltag mit einfachen Worten Wärme zeigt. Es muss nicht immer etwas Großes sein. Absolut. Oft reicht es schon, jemanden mit einem Lächeln und einem einfachen »Schön, dass du da bist« zu begrüßen. Das schafft sofort eine freundliche Atmosphäre. Genau. Und auch ein »Ich freue mich, dich zu sehen« kann viel bewirken. Es zeigt, dass man den anderen wirklich schätzt und gerne Zeit mit ihm verbringt. Ja, einfache Sätze können sehr viel ausdrücken. Ein ehrliches »Danke, dass du für mich da bist« macht oft einen großen Unterschied und zeigt Wertschätzung. Und wenn man jemanden aufmuntern möchte, kann ein »Ich glaube an dich« oder ein »Du schaffst das« sehr ermutigend sein. Es zeigt Unterstützung und Vertrauen. Das stimmt. Auch ein einfaches »Ich bin stolz auf dich« kann viel Wärme und Anerkennung vermitteln. Es lässt den anderen wissen, dass man seine Erfolge sieht und schätzt.
Manchmal ist es auch wichtig, einfach zu sagen, wie man sich fühlt. Ein „Ich habe dich vermisst“ oder „Du bedeutest mir viel“ kann eine Beziehung sehr stärken. Ja, solche Worte gehen oft direkt ins Herz. Und es ist schön, wenn man offen über seine Gefühle sprechen kann, ohne sich zu verstellen. Ein weiterer warmer Satz ist „Ich bin für dich da“. Er zeigt, dass man bereit ist, den anderen zu unterstützen, egal was kommt. Und wenn man sich entschuldigen muss, ist ein einfaches „Es tut mir leid“ wichtig. Es zeigt, dass man Verantwortung übernimmt und die Beziehung wertschätzt. Auch ein „Ich verstehe dich“ kann sehr viel Nähe schaffen. Es zeigt, dass man die Perspektive des anderen nachvollziehen kann und nicht urteilt. Und wenn man einfach nur die Zeit mit jemandem genießt, kann ein „Das war ein schöner Tag mit dir“ viel Freude bringen und die Verbindung stärken. Das stimmt. Solche einfachen Sätze helfen, die Beziehung lebendig und echt zu halten. Sie zeigen, dass man den anderen nicht als selbstverständlich ansieht. Und manchmal ist es einfach wichtig zu zeigen, dass man den anderen gut kennt. Ein „Ich wusste, das ist genau dein Ding“ kann viel bedeuten. Ja, das zeigt, dass man aufmerksam ist und den anderen wirklich versteht. Solche kleinen Bemerkungen machen einen großen Unterschied. Und letztendlich ist es wichtig, regelmäßig solche warmen Worte zu nutzen. Sie halten die Kommunikation offen und herzlich. Genau, es sind oft die kleinen Dinge, die eine Beziehung stark machen. Es geht darum, ehrlich und authentisch zu bleiben. Und wenn wir diese einfachen Sätze in unseren Alltag integrieren, können wir unsere Beziehungen auf natürliche Weise vertiefen und wärmer gestalten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns eure Kommentare mit Wörtern, die euch besonders gefallen haben. Genau. Teilt eure Gedanken mit uns. Vergesst nicht, uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Macht die Glocke an, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Das Vertrauen. Vertrauen wächst, wenn man sein Wort hält. Ohne Vertrauen kann eine Freundschaft nicht bestehen. Das Interesse. Echtes Interesse zeigt, dass man den anderen schätzt. Wenn man Interesse zeigt, fühlt sich der andere ernst genommen. Die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit schafft eine offene Kommunikation. Mit Ehrlichkeit fühlt sich der andere näher und respektiert. Die Geste. Eine kleine Geste kann viel bewirken. Geste zeigt, dass man an den anderen denkt. Die Unterstützung. Unterstützung ist wichtig in schwierigen Zeiten. Mit Unterstützung fühlt sich der andere nicht allein.